Tag 10 unserer Pamir-Reise und wir sind auf der höchsten Stelle angekommen. Fahren heute weiter. Heute hatte Jenny ein bisschen Probleme anzugehen. Aber sie ist angegangen, wir sind sehr stolz auf sie und jetzt verlassen wir diesen wunderschönen Platz. Hallo und Assalamu alaikum in unserem letzten Video auf dem Pamir Highway. Hier haben wir unseren wunderschönen Stellplatz für die Nacht verlassen, haben uns von Charlotte und Ken verabschiedet und sind mit Malte und Steffi und Co. weitergefahren Richtung Murghab. Oh, du süßer Hund. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Fleißige Zuschauer wissen, dass wir über den Wakhan-Korridor gefahren sind, also quasi nicht auf dem direkten Weg durch die Berge, dem Haupt-Pamir Highway, sondern der Nebenstraße sozusagen, entlang des Wakhan-Korridors und sind dann am Ende des Wakhan-Korridors steil in die Berge aufgestiegen, auf dieses hohe Plateau, auf dem nun auch die Stadt Murghab liegt, zu der wir gerade hinfahren. Und hier kann man sehen, wie wir die letzten Meter von der Abzweigung sozusagen Richtung Kreuzung zum Original Pamir Highway fahren. Myri liebt diese Straßen. Das sind wirklich total schöne Schlaglöcher. Ganz, ganz links vorbei. Yep. Ja, super. Uiuiuiui. Jetzt musst du stark nach rechts lenken, damit wir da hochkommen. Ja. So. Wie sieht's aus, Myri? Wie gefällt dir Autofahren? Macht Spaß. Über die Asphaltstraße, auf der wir jetzt wieder waren, haben wir uns erst gefreut, aber auch nur ein paar Meter, wie man hier sieht. Ja, auch eine Asphaltstraße kann sehr anspruchsvoll werden, wenn sie mit entsprechenden Schlaglöchern versehen ist. Guten Morgen, Myri. Ja, guten Morgen. Was ist passiert? Wir haben Besuch von Hirtenhunden. Da sind zwei Hirtenhunde und die stehen jetzt bei unserem Auto und da hinten ist eine ganze Herde Schafe. So beginnt Tag Nummer 11 unseres Pamir-Abenteuers. Da drüben geht's ins Tal, wo die Höhlenmalereien sind. Genau, dort hinein in dieses Tal wollen wir heute fahren. Jetzt, na dann erzähl mal was. Also, heute Morgen war der Motor wieder echt ziemlich bockig.
Der normale Start hat dazu geführt, dass er so ein bisschen vor sich hingelaufen ist und dann von selbst gestorben ist. Dann habe ich nochmal mit Doppelvorglühen und Vollgas. Ja, dann lief er auch, aber ich glaube auch, da ist er nicht stabil gewesen. Ich habe ihm dann irgendwie 3 Minuten lang Gas gegeben, weil sonst war er irgendwie zu schwach und wäre von selbst ausgegangen. Wir haben dann auch mal die Fehlercodes ausgelesen, die der Motor hatte. Und siehe da, das System sagte ein großer Fuel Leak, also irgendwo ein großes Leck im Treibstoffsystem und eine schlechte Performance der Einspritzpumpe oder irgendwie sowas. Und ja, ich habe die Fehlercodes gelöscht, die sind jetzt weg und der Motor läuft. Aber also Jenny mag es hier oben nicht so ganz. Würde mich wundern, wenn es irgendein Fahrzeug hier oben wäre. Ja. Und jetzt fahren wir hier in dieses wunderschöne Tal rein. Wir schauen uns Petroglyphen an. Die Landschaft ist phänomenal, die Straße ist ganz okay und wir schauen mal, was da kommt. Ja, ich muss dazu sagen, ich meine, wir selbst haben ja hier oben auch Probleme mit dem Atmen, mit unserer eigenen Performance. Also kein Wunder, dass die Fahrzeuge das eben genauso sehen. Hier sieht man ziemlich gut, wie man auch einen kleinen LKW ohne Allrad durch unwegsames Gelände fährt. Das Geheimnis ist ganz einfach: super langsam fahren und manchmal auch irgendwie leicht schräg den Berg hoch. Aber langsam fahren ist eigentlich schon das ganze Geheimnis. Wir haben auch im Vorfeld, also in der Vergangenheit, einen Workshop zum Fahren im Offroad-Gelände gemacht mit unserem Auto bei den Busbastlern. Und ich muss sagen, das hat uns sehr, sehr, sehr viel Sicherheit verschafft. Und wir wissen jetzt auch ganz genau, wie wir im Gelände mit unserem Auto fahren sollten. Und ich bin sehr dankbar für den Workshop, denn der ist auf jeden Fall jeden Cent wert gewesen. Das war im Frühling 2023 und es war im Offroad-Park Ingolstadt. Es hatte die ganze Nacht geregnet und der Schlamm, der war wirklich knöcheltief und das Auto hat sich richtig eingegraben im Schlamm und es war wirklich sehr, sehr abenteuerlich, diesen Workshop mitzumachen. Wir hätten unter normalen Umständen niemals auch nur einen Reifen in diesen Schlamm gesetzt, aber dann sind wir doch in diesem Schlammpark rumgefahren und es war wirklich total cool und spannend und hat uns viele Sachen gezeigt, was unser Auto eben doch kann und worauf man aufpassen muss, wo unsere Schwachstellen sind. Also können wir nur empfehlen, so ein Workshop. Hier sieht man die Petroglyphen, die einfach irgendwo am Berg auftauchen. Das Ganze ist UNESCO-Weltkulturerbe und ist wohl irgendwann so Richtung frühe Zeit der Menschen entstanden. Und im Anschluss sind wir so richtig querfeldein gefahren, denn wir wollten in diesem Tal noch eine zweite Sache sehen, das alte verlassene sowjetische Observatorium. Und um dahin zu kommen, naja, hätten wir entweder zurückfahren können, was wir natürlich nicht machen wollten, oder wir hätten einfach irgendwie quer durch die Landschaft fahren können, was wir hier getan haben. Naja, wir haben uns ein bisschen sicher gefühlt, weil Malte und Steffi mit ihrem LKW vorausgefahren sind und schon einen guten Weg gesucht haben. Ja, es ist irgendwie faszinierend, dass man sehr schnell an den Punkt kommt, wenn man irgendwo hinfährt, dass man sich im Kopf weigert, zurückzufahren. Obwohl es manchmal dumm ist. Manchmal ist Zurückfahren wirklich clever. Einmal noch über diese Straße, obwohl es ein Dirt Road war, war die extrem gut. Wir waren in der Lage, auch mit 40 oder 50 über diese Straße zu fliegen. Denn der Unterschied war, hier gab es kein Wellblech und Wellblech ist schon sehr ausbremsend. Die Landschaft außenrum war wunderschön. Das alte Sternenobservatorium, Sonnenobservatorium der Sowjetunion, schon längst aufgegeben. Da hinten, das ist China wahrscheinlich. Und in die Richtung haben wir trotzdem ein krasses Panorama. Wir sind jetzt 100 Meter hochgelaufen, 700 Meter in der Länge
um hier hochzukommen. Die Anfahrt war für alle unsere Autos zu steil. Und der Berg auf der hinteren Seite hier ist auch absolut phänomenal. Das Observatorium liegt auf einer Gesamthöhe von 4300 Metern und eben auf einer so schönen Position, dass man richtig weit schauen konnte, insbesondere Richtung China. So, Murray war gerade schon in diesem Lost Place. Hier haben wohl mal Leute gelebt, die hier gearbeitet haben. Den Bolzen kann man wohl wegtun. Ui. Wow. Krass. So haben die Russen damals hier. Ich gucke mal kurz, ob ich mit dem Handylicht. Ich habe keine Taschenlampe dabei. Na? Oh, eine Taschenlampe kann nicht wirklich irgendwas sehen. Wie spannend. Und da draußen sind alle. Hui. Wow. Einfach nur spannend hier. Also bei Nacht fände ich es, glaube ich, sehr unheimlich. Aber bei Tag geht's. Ja, ich glaube, auf die Veranda möchte ich jetzt nicht mehr raus hier. Aber eigentlich ganz nett. Okay, tschüss. Während die Männer oben beim Observatorium waren Steffi und Co. und ich unten in diesem kleinen, sagen wir mal, Dorf, wo die ganzen Wissenschaftler gelebt haben. Und wir haben uns dann zu viert die ganzen Häuser angeguckt und das war total spannend. Es wurde einfach alles so zurückgelassen, wie man es damals dort hatte. Irgendeiner der Wissenschaftler war total fanatisch und hat die ganzen Steinböcke gejagt. Also wir haben einen kompletten LKW, gibt leider kein Bild, aber einen kompletten alten LKW, der nicht mehr fahren konnte, mit lauter Geweihen drauf gefunden. Also wirklich fast 100 Geweihen. Und noch alte Flanierraupen sind dort rumgestanden, in denen man auch ganz toll spielen konnte. Also wir hatten unten in diesem Wissenschaftlerdorf auch wirklich unseren Spaß. Wir haben uns dort wie in der Zeit zurückversetzt gefühlt und haben einen kleinen Einblick in die sowjetische Zeit in Tadschikistan erhalten. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass das Ganze einfach umzäunt wird und ein Schild mit Museum davor gesetzt wird, weil es wirklich so schön war. Auf dem weiteren Weg nach Murgab haben wir immer wieder mal angehalten, weil die Landschaft sich einfach so schlagartig geändert hat. Das sah einfach nur phänomenal aus und hat uns richtig gut gefallen. Also wir wissen nicht, ob man sehen kann, aber es hagelt. Hier am Boden sind überall diese kleinen Eiskügelchen und wir knallen auch gegen unsere Frontscheibe, man sieht es hoffentlich.
Die Landschaft hier und das Wetter hier ist so phänomenal und alles ändert sich alle paar Sekunden. Unglaublich. Was Andi damit sagen wollte, ist, dass wir gefühlt durch eine Bergwüste gefahren sind und dann sind wir um die Ecke gefahren und auf einmal gab es da einen grünen Oasenstreifen. Das war schon sehr, sehr faszinierend. Das ist Murghab, die größte Stadt oben am Pamir. Und hier müssen wir mal unsere Vorräte aufstocken. Wir suchen verzweifelt nach Gemüse in Murghab und hier hinter uns in den Containern ist der lokale Markt und wir hoffen hier was zu finden. Da ist die lokale Tankstelle mit Zapfsäule. Nicht zu vergessen, 14. Nicht schlecht. Ja, warte, wie ist das? That's Pamir. Das ist Pamir. Ich habe ja schon mal erwähnt, dass ich von den Pamir-Bewohnern beeindruckt bin, weil sie so widerstandsfähig sind. Und Obst und Gemüse zum Beispiel gehört dazu, denn das muss alles da hochgekarrt werden von irgendwelchen sehr, sehr mutigen Lkw-Fahrern. Ja, und Stichwort Lkw-Fahrer, hier sind wir die nächste Rumpelpiste Richtung Krater gefahren. Das war mit einer der schlimmsten Straßen. Also alles geht irgendwie kaputt. Unser Fensterrollo geht nicht mehr und jetzt werden wir da ein bisschen mit WD-40 nachhelfen. Ich habe das jetzt schon ausgebaut, den Rahmen, und jetzt machen wir es da rein. So, jetzt ist an der Seite WD-40 und an der Seite WD-40 und ich glaube, jetzt geht's wieder. Hui, ein Traum. Ja, geht wieder wunderbar. Es riecht ein bisschen nach WD-40, aber der Geruch geht gleich weg. Wir bauen das jetzt wieder ein. Während die anderen einen schönen Spaziergang gemacht haben, habe ich mir ein bisschen Me-Time mit Yoga gegönnt. Vorm Krater, vom Meteoritenkrater. So einen coolen Platz für Yoga hatte ich auch noch nie. Andi? Gesundheit. Wir gehen hier den Krater angucken. Deswegen sind wir hergefahren. Und zwar fast 3 Stunden über die schlechtesten Straßen aller Zeiten. Und jetzt sind wir da und schauen uns endlich an. Nachdem wir nochmal das Auto unten gecheckt haben, weil wir einen Stein mitgenommen haben und nachdem wir das Fenster repariert haben, das Rollo. Das sind eben die Sachen, die man als nicht klassischer Tourist zuerst macht und dann schaut man sich die Sehenswürdigkeit an. Ach, wir sind klassische Touristen. Not. Also wir sind jetzt hier in einem Meteoritenkrater und der ist gar nicht ohne. Es war erstmal sehr gefährlich, hier hochzukommen und außerdem sind hier zahlreiche Tiere verendet. Man findet hier immer wieder Tierfälle in den Ritzen. Die fallen einfach über die losen Kanten, Klippen, hier in den Krater rein. Hier sieht man die Umgebung um den Meteoritenkrater. Und zu erwähnen ist, dass es ganz nah an der chinesischen Grenze ist. Hier sieht man den Krater nochmal von oben und ich muss sagen, ich bin einfach verwirrt, warum da einfach nur ein Loch im Boden ist. In meiner Vorstellung fehlen hier einfach die Meteoritenstücke, die da eigentlich drin sein sollten. Warum ist das einfach nur ein Loch?
Hier sieht man die einzige Brücke weit und breit, die über den Fluss führt, an der wir auch auf dem Hinweg vorbeigefahren sind und dann wieder umkehren mussten, denn wir wollten ursprünglich weiter entlang der offiziellen Straße, bis wir festgestellt haben, dass die uns nicht zum Krater bringt. Also haben wir irgendwo in der Pampa festgestellt, dass wir wieder 3 Kilometer zurück mussten. Heute ist der 12. Tag auf dem Pamir Highway. Gestern und heute waren wir beim Krater. Der Weg dahin war bescheiden. Auf dem Weg zurück hatten wir jetzt über 3 Stunden hinweg eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 14 km/h. Und das ist unglaublich, denn diese Straße ist wirklich die Hauptverbindungsstraße nach China. Und es fahren Transporter von neuen Autos sozusagen hier durch und die fahren auch alle Schrittgeschwindigkeit. Unglaublich. Wir versuchen unser letztes tschechisches Geld rauszuhauen, weil in Kirgisistan möchte das keiner, weil die Grenzen sind geschlossen, außer für Touristen. Deswegen werden wir jetzt nicht mehr wechseln können. Deswegen versuchen wir noch ein paar Sachen zu kaufen, aber es ist echt schwierig, weil es gibt kaum was wir brauchen können. Was heißt Danke? Gulob, das ist die Pamiri-Art, Danke zu sagen. Eine von vielen. Wir haben nämlich auch schon andere Arten von Danke gehört. Weiter geht's. Hey! Ihr kleinen Streuner. Hey! Die mögen uns nicht. Ja. Jo, ich mag dich nur filmen. Du bist ja ein bisschen zutraulicher, oder? Er hat ein bisschen Angst. Ist das süß. Nee. Heute ist Tag 13 unseres Pamir-Abenteuers. Und wir fahren jetzt hinter den Dino. Heute geht's über den höchsten Pass im ganzen Pamir. Andi, wie hoch werden wir heute fahren? Wir fahren heute auf 4650 Meter, der Akbay-Talpass oder so. Erstmal hoppeln wir hier über jedes Ding, was es hier gibt. Ein bisschen langsamer fahren, glaube ich. Ja, also auf jeden Fall, heute werden wir die allerhöchste Spitze des Pamirs erreichen, die ein Auto erreichen kann. So, ich wollte unbedingt volle Leistung haben auf dem 4600 Meter hohen Pass. Und dieser Filter hier ist wieder voll mit Sand. Jetzt gibt es mal einen ganz neuen zur Feier des Tages. Uhu. Und wir haben die 4000 Meter geknackt. Ja, jetzt geht es noch weitere 600 Meter hoch. Uhu. Und dann waren wir so hoch wie in unserem Leben noch nie. Ja. Also ich fahre den höchsten Pass heute, damit der Andi seine Drohne fliegen kann. Wir sind auf 4550 Metern bereits. Und ja, es geht richtig steil bergauf. Aber das ist mal zum Glück eine angenehme Straße. Der Bürri macht Spaß. Die ist nicht so blöd wie die anderen Straßen, die wir hier schon gefahren sind. Ja, und ich fliege die Drohne. Ui.
So, hier in dieser Kurve hat Malte schon gewartet, denn hier wurde es etwas schlammig und auch ein bisschen steil. Und die Strecke, auf der der Dino, also der LKW von den beiden steht, ist das letzte Stück vor dem Pass. Und das war auch schlammig und auch etwas steil. Und das war eben nochmal ein richtiges Abenteuer. Denn da habe dann ich das Steuer übernommen und bin wirklich Vollgas da hochgebrettert. Okay, jetzt starten wir das Crazy Adventurous Video. Da schneiden sich an und ich mache diese lustigen Kommentare, wie sich das gehört bei diesen Videos für YouTube oder so. Ich habe natürlich nicht so eine geile Kamera wie die anderen alle. Da sind wir hochgefahren und jetzt gibt es hier eigentlich nur so eine kleine, etwas dürrere Stelle. Man sieht das immer schlecht, wenn die Autos dann anfangen durchzudrehen, dann gibt es in diesen engen Passagen und den Steigungen so Hubbel. Und die können immer ein bisschen nervig sein, sodass die Reifen dann anfangen durchzudrehen. Andi nimmt jetzt Schwung. Der nimmt viel Schwung. Überhaupt gar kein Problem. Gleich nach der Kurve sieht man, wie ich auf gar keinen Fall anhalte und Vollgas versuche, immer die Stellen auf der Straße zu finden, wo ich ein bisschen mehr Traktion habe und im zweiten Gang unter 3000 Umdrehungen da hoch zu jagen, damit wir ja nicht zum Anhalten kommen. Oh, souverän! Das hast du so gut gemacht, Teddy. So gut. Wir fahren aber gleich weiter in dem Speed, weil wir wissen nicht, wie gut es hier ist, wie rutschig und wie nicht rutschig. Ja. Ich merke schon, dass wir ein bisschen Traktion verlieren. Malte sagt, hier geht's gut, aber hier habe ich mehr Schiss. Also ich muss dazu halt sagen, ich hätte das in dem Tempo nicht geschafft. Wirklich nicht. Merkst du, wie sie manchmal Traktion bekommt und manchmal nicht? Ja, Ich bleibe hier links, weil es ist weniger rutschig hier, glaube ich. es ist aber immer noch rutschig. Boah, wir kämpfen hier wirklich. Oh, wow. Wahnsinn! Wir sind oben! Wie viel Grad hat sie? 102 habe ich hier gegeben jetzt. Arme Jenny. Hier sieht man ganz eindrucksvoll, wie sich Dino, also ein geländegängiges Fahrzeug, schon hier hochkämpft. Wir sind sehr stolz auf unser Auto. Nach dem Ritt haben wir unseren höchsten Stand erreicht. Ja. Nämlich 4663 Meter. Wir fahren jetzt mitten durch 5000er durch. Die Berge sind nämlich automatisch alle höher als 5000, weil wir schon auf 4660 sind. Ja, das ist schon der Wahnsinn. Ganz oben auf der höchsten Stelle des Passes haben wir dann das Schild vermisst, wo die Passhöhe draufsteht. Wir wissen, dass es wohl mal existiert hat, denn es ist ein Schild mit ganz, ganz vielen Aufklebern drauf. Wir haben dann noch eins gefunden, aber auf einer niedrigeren Stelle mit weniger Aufklebern. Das muss dann wohl ein neues Schild sein. Ja, und nach dem Schild sind wir dann weitergefahren zum Iskandar-Kul-See. Unsere letzte Station auf dem Pamir Highway.
Der wievielte Tag heute ist, Miri? Ich glaube, heute ist der 14. Tag vom Pamir. Und was machen wir heute? Esel gucken. Und danach? Und dann fahren wir über die Grenze. Oh je! Ich habe gezählt, also hier laufen mindestens 15, 16 Esel rum hier an dem See. Uiuiui. Ich glaube, der ist hochschwanger, der Esel. Hier noch eine kleine Side-Story zum Karakulsee. An sich war der Stellplatz in der Nähe des Dorfes wirklich wunderschön. Wir standen da mit 4 Fahrzeugen, denn wir haben ja noch Münchner getroffen. Und irgendwann, als es dunkel wurde, klopfte es dann an die Tür. Wir waren gerade beim Kochen und ein Einheimischer stand vor der Tür, der sich als UNESCO-Mitarbeiter vorgestellt hat mit einem ganz seltsamen Pass, also eigentlich nur einem Bild, und meinte, er braucht jetzt eine Fee für diesen Nationalpark und hat uns dann eine Karte in die Hand gedrückt mit Preisen, die wirklich jeden Preis von Eintrittspreisen in Tadschikistan überstiegen haben. Und er meinte, wir müssen jetzt alle Geld zahlen, weil wir da übernachten. Wir können natürlich leider kein Russisch und kein Tadschikisch. Er konnte kein Englisch, deswegen war die Verständigung auch ein bisschen schwierig. Er hat auch noch sein Kind mitgebracht, was sehr seltsam war. Er hatte keine Uniform an und konnte uns wirklich nicht erklären, ob er jetzt wirklich ein offizieller Mitarbeiter ist oder nicht. Er wollte auf jeden Fall viel Geld von uns haben, dass wir dort übernachten können, und seine Geschichte hat eben hinten und vorne nicht gestimmt. Jetzt ist es nicht so, dass wir kein Geld zahlen würden für einen Stellplatz, aber diese Summe war halt horrende hoch im Vergleich zu allem, was wir bisher in Tadschikistan bezahlt haben. Und er konnte uns auch nicht sagen, wo jetzt das Facility-System des Nationalparks ist, wo wir den Müll entsorgen können oder ob wir auch nochmal eine Toilette nutzen können oder so. Das konnte er eben alles nicht. Und wir gehen davon aus, dass es ein Scam war, was wir ein bisschen schade finden. Und wenn wir es gewusst hätten, wir haben auch wirklich kein Problem damit, Geld zu zahlen, wenn wir halt wenigstens zum Beispiel eine Toilette nutzen können und unseren Müll entsorgen könnten. Aber das war einfach nur, oh, es wird gerade dunkel und hier sind Touristen und ich schau mal, was ich da jetzt rausschlagen kann. Ja, leider ein bisschen traurig, die Geschichte. Aber hoffentlich haben euch die Bilder hier in der Zwischenzeit ein bisschen gefallen. Was machst du da? Die Fahrt durch das Niemalsland soll sehr problematisch sein und es hat die ganze Nacht geregnet. Jetzt scheint zwar ein bisschen die Sonne, aber es wird recht heftig, was wir von anderen Reisenden gehört haben. Deswegen holen wir jetzt provisorisch hier unsere Sandbleche raus, weil wenn wir so richtig einsenken, dann kriegt man dieses Ding hier gar nicht mehr richtig auf. Also provisorisch bereiten wir uns auf das Schlimmste vor. Wollen wir auch schon die Schneeketten holen? Schneeketten noch nicht. Die Schneeketten sind nämlich oben drin. Das heißt, wir kommen da besser ran. Aber die Schneeketten sind eine Möglichkeit für den Matsch, oder? Ja, notfalls schon. Und hier unsere Abschleppöse für vorne, die nehmen wir auch schon mal raus. Ja. Good morning! So, we are preparing for the worst. Do you want to say something about the Niemalsland? You know what's I don't know anything about it. Are you happy to cross the border today? Yes, I am optimistic. So we hope we don't have to pay this fee Oh yeah, I we hope so paid too. when we came to Tajikistan.
Die Laune war ein bisschen im Keller, denn hier sieht man, dass es regnet und wir wurden gewarnt, dass das Niemalsland bei Regen mit dem Schlamm sehr, sehr gefährlich sein soll. Naja. Okay. 1, 2, 3. And here I go to this side. Gut gemacht. Das war noch nicht das Niemalsland, das man hier gesehen hat. Ja, wir fahren jetzt erstmal zu der Grenze hin. Man muss dazu sagen, die tadschikische Grenze liegt sehr, sehr hoch. Dementsprechend, dort gibt es keine Infrastruktur und auch kein Internet, war die Grenze in ein paar Holzhütten untergebracht und wir wurden zum Beispiel auch händisch in einem Buch erfasst. Nach einem längeren Korruptionsfight mit einem wirklich blöden Beamten an der Grenze, die anderen waren aber alle echt nett, muss ich sagen, sind wir jetzt im Niemalsland angekommen. Hier ist es sehr, sehr matschig, aber wir haben den Korruptionsfight gewonnen, weil wir wissen jetzt seinen Namen. Kommt da von der Oberländer. Und ein netter Soldat hat ihn uns verraten. Ich könnte noch ein Video machen und da war er überhaupt nicht erwischt drüber, dass er gerade erwischt wurde und ein Beweis da war, dass hier Korruption stattfindet. Jetzt kommt aber der sehr interessante Teil im Niemalsland. Wie man sehen kann, schafft es die Möri überall Hunde zu finden. Hier sogenannte Niemalshunde, die im Niemalsland leben und die ziemlich hungrig waren. Los geht die wilde Fahrt und das Abenteuer beginnt. Auf einer Skala von 1 bis 10 meines Angstlevels beim Fahren liege ich hier schon moderat zwischen 9 und 10. Ich bin noch nichts Schlimmeres gefahren. Man kann hier nicht genau erkennen, wie ausgewaschen die Straße ist. Die große Gefahr hier ist wirklich aufzusetzen und ich musste die komplette Zeit über taktieren, dass wir nicht mit dem Unterboden irgendwie aufsetzen. Die Steine waren wirklich sehr, sehr lose und zum Teil auch sehr ausgewaschen, weil es so einige Flussdurchspülungen gab, die eben dafür sorgen, dass es einfach größere Löcher oder Rillen sozusagen in der Fahrbahn gab. Das einzig Gute war, dass die Sonne schon eine Weile geschienen hatte und der ganze Schlamm war zwar noch ein bisschen rutschig, aber nicht mehr gefährlich rutschig, sage ich mal. Man sieht hier gleich die schlimmste Stelle. Malte kommentiert das wieder ganz lieb. Was man nicht sieht, also er erwähnt diesen Betonpfosten, der war schon doof, aber davor gab es noch eine kleine Flussüberquerung, die auch schon blöd war. Und es war matschig, es war steil und an der Seite ging es noch tief runter. Also Angstlevel 10 von 10. So, da ist Jenny. Wir sind hier angefangen, wo ich stehe und dann einmal zurückgesetzt. Und was ein bisschen eng ist und man sieht es gar nicht so genau, dieses Ding ist halt genau im Weg. Also die Reifenspuren sind sozusagen die Kante von diesem Betonteil. Das macht es immer wunderbar. Ja, die ganze Kurve ist hier richtig mies ausgewaschen. Weshalb man hier nur ganz schwerlich langkommt, besonders bei noch mehr Regen. Jetzt halte ich mal mein Maul. Ja, leichte Bodenberührung. Aber ich glaube, Jenny kommt sogar rum. Kannst noch ein bisschen weiter hier rüber, wenn du willst. Aber tipptopp. Mal wieder die 2 Zentimeter Luft. Hört doch nicht mehr. Mhm. Da hat Jenny gleich da Bodenkontakt. Aber alles halb so wild, wenn man weiß, was die Jungs hier sonst so machen. Let's
Also wir haben insgesamt auf der ganzen Strecke etwa 3-mal aufgesetzt am Boden irgendwo an einem Stein. Niemals aber wirklich schlimm. Und hier kommt die Stimme aus der Zukunft. In einer Werkstatt in Kasachstan haben wir das angeschaut und es ist wirklich nichts Schlimmes. Ein kleines bisschen haben sich ein paar Metallteile verformt, aber unser Auto ist relativ robust gebaut. So, hier sieht man die ersten Bilder aus Kirgisistan. Ich liebe dieses Land. Nach dem Niemalsland, das tatsächlich 13 Kilometer lang war, sind wir noch über die kirgisische Grenze ins Land hineingefahren. Das ging alles sehr organisiert und für uns zumindest ziemlich flott. Hat auch so seine Tücken, diese Grenze, aber die ist zumindest nicht korrupt. Genau, und dann haben wir uns noch einen wunderschönen Stellplatz in Kirgisistan gesucht und haben unsere erste Nacht dort verbracht. Hier sieht man mich noch am nächsten Morgen. Ein Local kam vorbei und ich durfte mich auf sein Pferd setzen. Ich war so happy. Das war so lieb. You still come back to my heart. Can you see how we've come so far? Hope you still come back to my heart. Didn't mean to hurt you bad, only did those things so that I could make a little room for us. I wish I never should have started. You still come back to my heart. An dieser Stelle ist das Video auch endlich zu Ende. Es ist sehr lang, sorry. Beim nächsten Mal fahren wir nach Osh und ansonsten verabschieden wir uns hier schon mal. Auf Wiedersehen, ciao, tschüss. Und das große Kapitel Pamir geht damit zu Ende.